Der unbarmherzige Buchhalter, wie Indien durch Finanzdesign ausgeplündert wurde. Im Jahr 1700 trug Indien fast ein Viertel der gesamten Weltwirtschaft allein. Hier schlug buchstäblich das Herz des globalen Handels. Es war ein goldenes Land, das Seide, Textilien und Gewürze über Kontinente hinweg exportierte. Aus den Städten quollen Handwerk und Handel nur so heraus. Allein die Region Bengalen war reicher als das gesamte damalige Großbritannien. Doch bis Indien 1947 endlich seine Unabhängigkeit erlangte, sank sein Anteil an der Weltwirtschaft auf unter 4%. Dieser gigantische Reichtum ist natürlich nicht einfach verpufft. Er wurde dem Land förmlich entrissen. Und das geschah keineswegs nur mit Waffen und Besatzung, sondern durch Rechnungsbücher, Steuern und Handelsgesetze. Das britische Empire errichtete über 2 Jahrhunderte hinweg eines der am effizientesten funktionierenden Ausbeutungssysteme der Menschheitsgeschichte. Sie verwalteten Indien nicht nur, sie machten es regelrecht zu Geld. Eine Zivilisation, die einst Luxusgüter nach Rom, Arabien und China verkauft hatte, wurde zu einem billigen Rohstofflager für die britische Industrie degradiert. Zudem taten sie dies nicht mit lautem Geschrei, sondern durch eine stille Revolution, durch die Buchhaltung. Dies ist keine Geschichte von Nationalismus oder Rache, es ist reine Mathematik. Es ist die Geschichte, wie eine der reichsten Gesellschaften der Welt nicht durch Krieg, sondern durch Finanzdesign in einen der ärmsten Orte der Welt verwandelt wurde. Um das Rätsel zu lösen, müssen wir ganz an den Anfang zurückgehen, lange bevor die britische Flagge in Delhi wehte. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts herrschte in Indien das Mogulreich. Es hatte etwa 150 Millionen Einwohner, was damals fast einem Viertel der Weltbevölkerung entsprach. Eine gewaltige Landwirtschaft, hochentwickelte Bewässerungssysteme, florierende Häfen. Indische Textilien waren so begehrt, dass europäische Händler monatelang auf den Meeren litten, nur um ein paar Ballen Baumwollstoff zu ergattern. Schwarzer Pfeffer, Seide, Indigo, was auch immer es gab, floss über die Häfen von Surat und Kalkutta in die Welt. Indien verzeichnete gegenüber fast jedem Land einen Handelsüberschuss. Das bedeutete, dass Gold und Silber das Land nicht verließen, sondern hineinflossen. Doch jenseits des Ozeans erhob sich ein kleines, ehrgeiziges, bewaffnetes Inselvolk mit einem völlig neuen System der Organisation, der Aktiengesellschaft. Im Jahr 1600 gewährte Königin Elisabeth I. einer Gruppe Londoner Kaufleute ein königliches Privileg und die Ostindien-Kompanie, East India Company, wurde gegründet. Das war kein Staat, aber im Laufe der Zeit sollte sie mächtiger werden als jeder Staat. Sie hatte Aktionäre, einen Vorstand und schon bald eine eigene Armee. Die Kompanie war anfangs nur ein gewöhnlicher Akteur auf dem Markt. Portugal, Holland und Frankreich waren bereits vor Ort, doch während die anderen Partnerschaften anstrebten und Handel treiben wollten, strebten die Briten nach dem Monopol. Ihre Geheimwaffe waren weder Diplomatie noch Kanonen, sondern schlichtweg die Finanzierung. Durch Anleihen finanzierte Schiffe, von Lloyds versicherte Risiken und das gewaltige Kreditnetzwerk in London ermöglichten es ihnen, den Handel in einer Dimension zu betreiben, die kein Imperium zuvor je gewagt hatte zu erträumen. Die Kompanie merkte sehr schnell, dass das wahre Geld nicht im Handel, sondern im Steuereintreiben lag. Im Jahr 1757 brach alles zusammen. Die Schlacht von Plassey, ein kleines Gefecht in Bengalen, wurde zum Wendepunkt der Weltgeschichte. Mit weniger als 1000 britischen Soldaten und einigen lokalen Verbündeten stürzte die Ostindien-Kompanie den Nawab von Bengalen. Doch den eigentlichen Beutezug machten sie nach dem Krieg. Sie setzten einen Marionettenherrscher ein und überschrieben sich das gesamte Steuererhebungsrecht Bengalens. Genau hier wurde der koloniale Korporatismus geboren. Innerhalb von 10 Jahren begann die Kompanie, jährlich zig Millionen Pfund aus Bengalen abzuziehen. Dies war ein so fataler Transfer von Wohlstand, dass in der Region die Inflation explodierte, Hungersnöte ausbrachen und die Wirtschaft kollabierte. Während London im Geld schwamm, hungerte Kalkutta. Für das britische Parlament waren die Gewinne verlockend. Die Aktien der Kompanie schossen durch die Decke, die Dividenden erreichten Höchststände. Londoner Investoren, die in ihrem Leben nie einen Fuß nach Asien gesetzt hatten, bereicherten sich am Steuergeld der Inder. Doch diese Steuern wurden den Bauern, die kaum Brot zum Leben hatten, mit Gewalt abgepresst. Die Kompanie hatte sich in ein unberechenbares Monster verwandelt, ein privates Imperium mit eigener Währung, Armee und Gerichtsbarkeit. Während die Herren in London in ihren feinen Salons an ihrem Whisky nippten, pressten ihre Männer vor Ort die Menschen unter dem Deckmantel des freien Marktes in Zwangsarbeit, beschlagnahmten den Handel und sabotierten die lokale Industrie.
Das war keine einfache Plünderung, sondern eine systematische Absaugung. Bei der berühmten Hungersnot, die Bengalen 1770 heimsuchte, starben etwa 10 Millionen Menschen, eine der größten Katastrophen der Geschichte. Während die Straßen voller Leichen lagen, gelang es der Kompanie, ihre Einnahmen zu steigern. Sie machten einfach weiter mit dem Steuereintreiben und dem Export von Getreide. Für die Bosse in London war es ein gutes Geschäftsjahr. Die Räder des Marktes hatten das Mitgefühl schlicht zermahlen. Unterdessen saßen britische Ökonomen zu Hause und verkauften all das als Zivilisationsbringung. Sie argumentierten, Indien sei rückständig und Großbritannien modernisiere das Land, indem es Eisenbahnen baue, das Rechtssystem bringe und Englisch lehre. Doch hinter diesen Dienstleistungen steckte immer Ausbeutung. Die Eisenbahnen wurden nicht gebaut, damit die Inder einander besuchen konnten, sondern um Baumwolle von den Feldern zu den Häfen zu transportieren. Die Schulen wurden nicht gegründet, um Intellektuelle heranzuziehen, sondern um billige Beamte für die Kolonialbüros zu rekrutieren. Und die Gerichte waren nicht für Recht und Ordnung da, sondern um Schulden gnadenlos einzutreiben. Sogar die so viel gepriesene Eisenbahn war so eingefädelt, dass der Gewinn der britischen Investoren garantiert war. Den Geldgebern wurde versichert, selbst wenn die Eisenbahn Verlust macht, garantieren die indischen Steuerzahler ihnen eine Rendite von 5%. Der Profit floss nach London, während die Schulden und Kosten auf dem Rücken von Kalkutta lasteten. Sie hatten ein vampirisches System geschaffen, das ausbeutete, ohne Blut zu vergießen. Dieser Mechanismus funktionierte so reibungslos, dass er in die Literatur einging, der Abfluss des Wohlstands, The Drain of Wealth. Der indische Denker Dadabhai Naoroji beschrieb dies in seinem Buch von 1901 als den unentgeltlichen Abfluss von Indiens Ressourcen, Arbeit und Kapital nach Großbritannien, quasi das Aderlassen des Landes. Laut Naoroji verlor Indien Ende des 19. Jahrhunderts jedes Jahr hunderte Millionen Pfund, und dieses Geld finanzierte die industrielle Revolution in England sowie die kolonialen Kriege. Der Mann hatte vollkommen recht. Historiker schätzen, dass Großbritannien zwischen 1765 und 1938 unglaubliche 45 Billionen Dollar nach heutigem Wert aus Indien abgezogen hat. Diese Summe ist größer als die heutigen Wirtschaften der USA und Chinas zusammen. Die Dimension dieser Zahl macht einen schwindelig. Doch der schlimmste Schlag war der menschliche. Indien, das jahrhundertelang Waren in die Welt verkauft und dafür Gold erhalten hatte, erlebte unter britischer Kolonialherrschaft das genaue Gegenteil. Nun musste es Rohbaumwolle, Opium und Getreide exportieren und im Gegenzug verarbeitete Waren aus britischen Fabriken importieren. Die Handwerker, Weber und Händler, einst das Lebenselixier des Landes, wurden durch diese Politik buchstäblich ausgelöscht. Britische Stoffe wurden zu so billigen Preisen auf den Markt geworfen, dass es für lokale Produzenten unmöglich war, zu konkurrieren. Die einstige Textilmetropole Dhaka lag plötzlich in Ruinen. Mitte des 19. Jahrhunderts war Indien, einst der größte Textilproduzent der Welt, zu einem Land von Tagelöhnern degradiert worden, die Baumwolle für die Fabriken in Manchester anbauten. Das war sie also, die Globalisierung nach dem Geschmack des 19. Jahrhunderts. Indien wurde sowohl zum Rohstofflieferanten als auch zum Zwangsabnehmer für den industriellen Aufstieg Großbritanniens. Während die Briten Reden über die Modernisierung schwangen, bewegte sich das Pro-Kopf-Einkommen in Indien 2 Jahrhunderte lang keinen Millimeter. Hungersnöte wurden häufiger, die Löhne schrumpften, aber das Imperium wurde reicher und reicher. Das war kein Unfall, es war ein perfekt funktionierendes Geschäftsmodell. In der Geschichte hat jedes Imperium Tribut gefordert, aber die Briten schafften es, diesen Tribut wie Handel aussehen zu lassen. Als das 19. Jahrhundert voranschritt und nach dem großen indischen Aufstand von 1857 die Kompanie abtreten musste, ging die Verwaltung direkt an die britische Krone, the Raj, über, doch der finanzielle Trick blieb derselbe. Neue Eroberungen waren nicht mehr nötig, Verträge reichten völlig aus. Aus Indiens Staatskasse wurden die Kriege der Briten in Afghanistan finanziert, die Pensionen der pensionierten Kolonialbeamten gezahlt und sogar die Rechnungen der Offiziere in Afrika beglichen. Die gesamten Kosten des Imperiums wurden dem ausgebeuteten Volk aufgebürdet. Für Großbritannien war es das Geschäft des Jahrhunderts. Indien bezahlte die Rechnung für seine eigene Versklavung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das System weiter verfeinert. Es sah nicht einmal mehr nach Ausbeutung aus, sondern wirkte von außen wie professionelles Management. Sie hatten einen Deckmantel namens Heimatkosten,
Home Charges erfunden. Indien musste angeblich für die ihm erbrachten Dienstleistungen jedes Jahr Geld nach England überweisen. In diesem Geld waren die Gehälter britischer Beamter, die Zinsen für Eisenbahnkredite und die Kosten der dortigen britischen Armee enthalten. Theoretisch waren es Verwaltungskosten, in der Praxis jedoch die eleganteste Art, Wohlstand abzusaugen. Jedes Jahr verließen Werte in Milliardenhöhe Indien, ohne dass auch nur ein einziger Gegenwert ins Land floss. Es war ein tückisches Bilanzspiel, das den Wert nach Norden transportierte und Armut zurückließ. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten diese jährlichen Transfers 100 Millionen Pfund erreicht. Die Auswirkungen jener über 2 Jahrhunderte abgezogenen 45 Billionen Dollar sind selbst heute noch spürbar. Indiens lebendige Handwerker- und Händlerklasse verschwand und machte einer in Schulden ertrinkenden Bauernschaft Platz. Britische Industriestädte wie Manchester, Birmingham und Liverpool wuchsen durch indische Ressourcen. Während in den englischen Fabriken nachts das Licht hell brannte, versanken die Webstühle Indiens in der Dunkelheit. Die Briten nannten es Fortschritt, für Indien war es eine reine Deindustrialisierung. Und es traf nicht nur die Textilbranche. Schiffbau, Eisenverarbeitung, Schreinerei, alles brach zusammen. Indische Wälder wurden für Eisenbahnschwellen abgeholzt. Bauern wurden gezwungen, statt Weizen für den eigenen Bedarf Opium und Indigo für den britischen Außenhandel anzubauen. Wenn dann Dürreperioden einschlugen, brach das Inferno los. In den Hungersnöten zwischen 1876 und 1902 kamen mehr als 20 Millionen Menschen ums Leben. Das Tragische daran, in genau denselben Jahren wurden tonnenweise Getreide von Indien nach England exportiert. Das Getreide, das diese Menschen hätte retten können, wurde auf Schiffe verladen und weggeschickt, weil die Exporterlöse süßer waren als das Menschenleben. Ein britischer Beamter namens Sir Richard Temple stellte sich sogar gegen Hilfslieferungen mit den Worten: „Wenn wir Hungernothilfe leisten, verzerren wir die Marktmechanismen." Der Markt stand nun mal über der Moral. Der perfideste Teil des Spiels war jedoch, dass das Empire das Geld Indiens nutzte, um sein eigenes Rad am Laufen zu halten. Wenn die Briten im Sudan, in Burma oder in Afrika Krieg führten, wurde die Rechnung von den indischen Steuereinnahmen beglichen. Indien war praktisch die Zentralbank des Imperiums. Indische Soldaten kämpften auf der ganzen Welt und ihre Sollzahlungen wurden aus den Steuern ihres eigenen, hungernden Volkes beglichen. Während die globalen Infrastrukturinvestitionen der Briten mit der indischen Rupie finanziert wurden, liefen die Menschen in den indischen Dörfern aus Geldmangel hungrig umher. Britische Investoren genossen derweil risikofreie Gewinne. Selbst wenn die Eisenbahnen Verlust machten, glich der indische Bauer die Differenz aus. Das Risiko lag bei den Kolonien, der Profit bei den Herren. Genau das ist Kolonialfinanzierung: Gewinne privatisieren, Kosten sozialisieren. Auch nach dem Ende der Kompanie starb diese Logik nie aus. Die Londoner Financiers hatten begriffen, dass man keine Soldaten braucht, um ein Land auszubeuten. Es reichte völlig aus, Kredite und Schulden zu kontrollieren. Die neueste Version des Imperiums war auf Schulden aufgebaut. Als 1947 die Unabhängigkeit kam, übernahm Indien nicht nur Armut, sondern ein gigantisches System der Abhängigkeit. 2 Jahrhunderte der Ausbeutung hatten das Kapital aufgezehrt, die Alphabetisierungsrate auf unter 2% gedrückt und das Land mit Hungersnöten zurückgelassen. Zudem war diese neue Welt, in die Indien eintrat, nicht wirklich frei. Es war eine Welt, die nach derselben Logik funktionierte und finanziell globalisiert war. Neu unabhängige, aber wirtschaftlich am Abgrund stehende Länder tappten in dieselbe Falle: Rohstoffe verkaufen, verarbeitete Waren kaufen, bei Defiziten Kredite in Fremdwährung aufnehmen. Kommt dir das bekannt vor? Das ist das 20. Jahrhundert-Update des Systems, das Indien ruiniert hat. Heute heißt dieses System Schuldenabhängigkeit oder Strukturanpassungsprogramm. Der IWF oder die Weltbank kommen vielleicht nicht mit Waffen in der Hand, aber die von ihnen auferlegten Konditionen und Sparmaßnahmen laufen auf dasselbe hinaus: ein als Politik getarnter Wohlstandstransfer von den Armen zu den Reichen. Entwicklungsländer überweisen heute jedes Jahr 200 Milliarden Dollar mehr an Zinsen und Profiten an die reichen Länder, als sie an Entwicklungshilfe erhalten. Die Richtung der Ausbeutung hat sich nicht geändert, sie wurde nur digitalisiert. Die Imperien mögen gestürzt sein, aber die Excel-Tabellen funktionieren immer noch einwandfrei. Das ist auch das große Geheimnis des globalen Kapitalismus. Er basiert auf der alten Kolonialkarte.
Die Logik bleibt dieselbe, nur sauberer, stiller und fernab der Augen der Öffentlichkeit. Großbritannien nutzte bei seiner Industrialisierung indische Ressourcen und Arbeit. Moderne Staaten nutzen heute bei ihrer Wertschöpfung Subunternehmer, Auslandsschulden und Steueroasen. Die Epoche ist eine andere, das Ungleichgewicht bleibt gleich. Die Lektion, die wir daraus ziehen können, ist höchst aktuell. Imperien enden nicht, sie wechseln nur ihre Gestalt. Sie ziehen vom Territorium aufs Bankkonto, vom Schießpulver in den Vertrag. Indiens Geschichte ist der lebendigste Beweis für diese Evolution. Großbritannien hat dort nicht nur eine Kolonie errichtet, sondern den Prototyp der heutigen Weltwirtschaft entworfen. Jenes System, in dem der Wert über unsichtbare Kanäle ständig nach oben fließt. Der Raj war das erste Experiment des freien Marktes in der Geschichte, aber frei war er nur für eine Seite. Wenn wir heute über Globalisierung sprechen, vergessen wir oft, dass sie als eine Autobahn der Ausbeutung gebaut wurde. Früher transportierten die Schiffe Seide, heute transportieren sie Kapital, das ist alles. Doch Indien hat trotz allem widerstanden und ist aus der Asche auferstanden. Das ist vielleicht der schönste Teil der Geschichte. Trotz all der Plünderungen und Hungersnöte haben sie nicht aufgegeben. Sie haben ihre eigene Industrie aufgebaut, ihre Währung stabilisiert und anstatt nach Rache zu suchen, haben sie sich neu erfunden und begonnen, sich ihr Recht zurückzuholen. Heute ist Indien eine der am schnellsten wachsenden Mächte der Welt. Dennoch lassen sich die Spuren der Vergangenheit nicht so leicht verwischen. Die heutige tiefe Kluft zwischen dem Norden und dem Süden der Welt ist im Grunde nichts anderes als die Verwandlung jener alten Kolonialrouten in moderne Kapitalströme. Und das bringt uns zu der entscheidenden Frage: Kann ein System jemals wirklich frei sein, solange es das Ausbeuten und Sichern von Pfründen mehr belohnt als das tatsächliche Produzieren? Großbritannien hat bewiesen, dass Imperien nicht untergehen, sondern nur ihr Gewand wechseln. Indien wiederum hat bewiesen, dass man, egal wie sehr man ausgebeutet wurde, mit den richtigen Schritten wieder aufstehen kann. Aber wie man sieht, die Heilung dauert Jahrhunderte, während die Ausbeutung nur einen einzigen Buchungssatz erfordert. Das ist die unbarmherzige Mathematik des Imperiums. Die Briten eroberten Indien nicht nur mit ihren Armeen, sondern mit ihren Buchhaltern. Und das Buch, das 1757 geöffnet wurde, wird heute immer noch versucht zu schließen. Nur die Namen der Akteure und ihre Werkzeuge sind neu. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns.